Am 29. November stimmt die Schweiz über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die Initiative macht Konzerne mit Sitz in der Schweiz dafür haftbar, wenn sie im Ausland Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören. Deshalb reden wir heute über LafargeHolcim, dem weltweit größten Zementkonzern. Natürlich hat dieser seinen Sitz in der Schweiz. Was er auch hat, ist ein sogenannter Code of Conduct, wo drin steht, dass sich der Konzern an alle Gesetze und internationalen Standards hält. Aber stimmt das? Und reichen diese freiwilligen Versprechungen tatsächlich? Um das zu überprüfen, hat Greenpeace eine Recherche durchgeführt. Die Resultate sind ernüchternd. Innerhalb kürzester Zeit wurden 122 Skandalfälle gefunden, für die LafargeHolcim die Verantwortung übernehmen müsste. In 34 Ländern in der ganzen Welt geht es um illegalen Rohstoffabbau, Sondermüllverbrennung, Luft-, Boden- und Trinkwasserverschmutzung, Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen und Missachtung von internationalen Umweltstandards. In 3 Ländern auf 3 Kontinenten, Kamerun, Brasilien und Indien, führte Greenpeace vertiefende Untersuchungen durch. Hier eine kurze Zusammenfassung. Bei diesem LafargeHolcim-Zementwerk fallen infolge eines Defektes große Mengen ätzender und giftiger Staubabfälle an. Diese werden auf dem Gelände eines öffentlichen Marktes abgekippt und kontaminieren das Gemüse und Kleider, die dort verkauft werden. Die Menschen, die dem Material ausgesetzt werden, beklagen sich über chronische und akute Irritationen der Haut, Augen, Schleimhäute und Atemwege. Das Deponieren solcher Abfälle wäre in der Schweiz klar illegal. Und die Vorkommnisse im Zementwerk verletzen internationale Standards. Seit 1955 gibt es Konflikte um das Zementwerk in Barroso. Auch heute noch kommt es immer wieder zu Störfällen und Schadstoffemissionen, welche die Dächer der Stadt mit einer staubigen Schicht bedecken. Sogar die zuständige Staatsanwaltschaft beklagt sich darüber, dass hier nicht die Standards angewendet werden, die sonst in Brasilien und weltweit angewendet werden. Es gibt Gesundheitsbeeinträchtigungen riesigen Ausmaßes. Denn ein überdurchschnittlicher Teil der Bevölkerung hier leidet an Atemwegserkrankungen. Diese sind die zweithäufigste Todesursache in der Region. In Punjab, im Norden von Indien, verfügt LafargeHolcim nicht einmal über eine Bau- und Betriebsbewilligung für ihre Trocknungsanlage. Sowohl das Trocknen und Mahlen als auch das Transportieren von Flugasche und Klinker führen zu massiven Schadstoffemissionen jenseits aller Standards. Auch im Innern von Privatwohnungen beklagen Anwohnerinnen juckende und beißende Expositionen. Die Betroffenen wehren sich, doch die indischen Behörden scheinen nicht in der Lage, geltendes Recht durchzusetzen und Mensch und Umwelt vor den schädlichen Emissionen zu schützen. Die Ergebnisse der Recherche sind erdrückend. Allein die schiere Anzahl der Skandalfälle ist schon ein Skandal. Alles deutet auf ein systemisches Problem hin, welches entsprechende Lösungen verlangt. Es braucht dringend bessere und verbindliche Regeln zur Unternehmensverantwortung und Schadenshaftung von solchen Konzernen. Freiwillig halten sie sich ganz eindeutig nicht daran. Und ja, es gibt eine Lösung. Denn genau das will die Konzernverantwortungsinitiative. Sie verlangt eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit. Wer die Umwelt verschmutzt, muss auch wieder sauber machen. Wer anderen einen Schaden zufügt, muss dafür die Verantwortung übernehmen. Und was kannst du tun? Erzähl deinen Freunden, Bekannten und Verwandten von der Initiative und lege am 29. November ein Ja in die Urne.